Ich habe gedacht, dass es besser ist, wenn du mich hasst, anstatt dass du mich vermisst. Kim Wolf, willst du meine Frau werden? Papa! Die ganze Schulzeit dumm wie Brot und dann sowas. War das eigentlich schon immer so ein Arschloch? Du hast doch gar keine Ahnung, was deine Tochter alles drauf hat. Fühlt sich das gut an? Wahnsinn. Venezuela sieht doch aus wie das reinste Paradies. Oh, Emilio und ich heiraten am Strand. Und außer uns gibt es nur Palmen und das Meer, Salz auf der Haut, Wind in den Haaren. Du klingst wie in einem Kitschroman für Mitvierzigerinnen. Du klingst wie eine Spaßbremse. Wenn wir erstmal den Pass haben, dann geht's los. Emilio wartet bestimmt schon auf mich. Sei vorsichtig. Dieser Dealer ist doch bestimmt gefährlich. Ja, wird schon nichts passieren. Außerdem bin ich ja nicht alleine. Ich würde wirklich alles dafür tun, um Emilio zu heiraten. Glaube ich dir. Aber ich hoffe trotzdem, dass es bei dem Kauf von einem gefälschten Pass bleibt, okay? Weißt du, was ich schade finde? Dass ich heimlich heiraten muss, ohne Familie und dass du nicht meine Trauzeugin sein kannst. Wenn du wieder in Düsseldorf bist, dann holen wir das nach. Versprochen. So, und jetzt los? Pass auf dich auf. Mach ich. Dann Quatsch, geht mir langsam auf die Nerven. Hey, jetzt bleib doch mal cool, Mann, entspann dich. Das ist der Wahnsinn. Jetzt lass sie los, Mann. Du musst dich schon freikaufen. Gut, okay, wir machen den Deal. Ich gebe dir die Kohle und du lässt sie los, ja? Das machen wir ja. Nur habe ich keinen Pass dabei. Aber dafür deine hübsche Freundin hier. Fühlt sich echt gut an. Okay, ich muss jetzt da in die Tasche. Da ist das Geld drin. Mach aber schnell, ja? Und jetzt lass sie los. Alles gut? Ja. Hey. Was glotzen du so? Hab ich da was? Quatsch, nein, ich meine, Fandst du die Haare vorher besser oder was? nein, du bist genau richtig so. Vorsicht mit den Wachteleiern. Justus, es ist total wichtig, dass drüben niemand aufräumt. Wo? Im Verwaltungsbüro. Justus, haben Sie einen Moment Zeit für mich? Sicher, sicher. Passen Sie doch auf! Es geht um die Frühjahrsbepflanzung im Park. Ah ja, Kann ich mich auf Sie verlassen? worauf? Haben Sie mir jetzt nicht zugehört? Das Verwaltungsbüro, niemand darf da was Das anfassen. sind die Wildlachse. Wurde aber auch Zeit. Also, da ist wirklich wichtig, dass da nichts wegkommt. Im Park. Im Verwaltungsbüro. Ich arbeite da an Wet Fantasy. Hier sind die Vorschläge des Samenhändlers. Wet Fantasy, Samenhändler, wovon ist ja eigentlich die Rede? Von meiner Bademodenkollektion. Von der Parkanlage. Also ich wäre für weißen Flieder. Die Pilze sind auch da. Und auch der Kaviar. Sie können sich auf mich verlassen. Danke. Ja, haben Sie den Kaviar schon weggebracht? Ich habe alles im Griff. Ja, ja, toll. Sie machen ja immer alles richtig. Verdammt nochmal, wer hat denn die Kiste hier hingestellt? So. Und jetzt gehe ich da rein und mache einen Tisch. Du willst es echt allen sagen? Ich habe mich doch lang genug versteckt. Damit ist ab jetzt Schluss.
Nee. Wieso bin ich denn diese Woche mit Putzen und Spülen dran? Ja, weil ich schon die ganze letzte Woche den Müll runtergebracht habe. Jeder muss einmal in der Woche putzen und spülen. Ja, einmal die Woche. Ich war aber zufällig letzten Donnerstag schon dran. Ja, das war... Hey, könnt ihr mal ganz kurz herhören? Jetzt warte mal. Hier, du kannst das Ich würde euch gern was sagen. Was denn? Dass du mit deinen Fingernägeln unmöglich spülen kannst? Deswegen spüle ich ja auch nie, Fritsche. Aber vor allem kann ich nicht lesen und schreiben. Also nicht richtig. Wenn Lesen jetzt auf dem Putzplan stehen würde, würde ich ja kapieren, was du damit sagen willst, aber... Wie meinst du das? Du kannst nicht richtig lesen und schreiben. Wörtlich, ich bin Legasthenikerin. Mann, ich habe eine Lese- und Rechtschreibschwäche und frag mich jetzt bitte nicht, wie man das schreibt, ja? Wow! Super Kommentar, Andi. Naja, also, ich meine ja nur, man merkt das gar nicht. Du hast keine Ahnung, was das für eine harte Arbeit ist. Aber ich will mich jetzt nicht mehr vor euch verstellen müssen. Okay, das heißt dann wohl, ich frag dich jetzt nicht mehr, ob du die Pizzabestellung aufschreibst, oder? Falls du dein Problem angeben willst, du kannst natürlich auf uns alle zählen. Oder, Andi? Ja, klar, wir können ja mal zusammen was lesen. Deine Kalender mit den nackten Frauen drauf haben ja jetzt nicht so viel Text, aber trotzdem nett von dir, Andi. Ja, wusstest du das? Ja. Wie, du wusstest das, warum hast du nichts gesagt? Weil Jessica mich drum gebeten hat. Ja, und trotzdem, du musst mir alles sagen. Das war knapp. Ich hatte so eine Angst um dich. Ich auch. Ohne dir jetzt Angst machen zu wollen. In Venezuela wäre das tödlich ausgegangen. Und da fackelt niemand lange. Eine Handbewegung, zack, und das war's. Und genau das ist der Grund, warum ich da nicht mehr leben will. Ich hatte mir das alles schon so schön vorgestellt. Jetzt können wir nicht mal dahin fliegen, um zu heiraten. Wir haben keinen Pass, kein Geld, kein gar nichts. Was machen wir denn jetzt? Ja, das Geld ist auf jeden Fall weg. Ja, so können wir nicht nach Venezuela fliegen. Hey, dir geht's gut und das ist die Hauptsache. Der Rest ist vollkommen egal. Das ist ja schön und gut, aber wir brauchen trotzdem einen Plan B. Okay, wir können nach Hamburg fahren. Wir können nach Hamburg fahren, ein paar Matrosen bestechen und hoffen, dass sie uns auf ihren Bananenkutter mitnehmen. Der Clou an einer Bestechung ist aber, dass man trotzdem ein paar Dollar braucht. Wie viel haben wir denn noch? Nicht genug. Aber ich kenne genug Mittel und Wege, wie man über Nacht zu sehr, sehr viel Geld kommt. Das, was dieser Mikey drauf hat, habe ich gelernt, aber ich... Vergiss es! Keine krummen Dinger! Ich regel das. Du regelst das. Tja, Und wie, wenn ich fragen darf? ja, das lass mal meine Sorge sein, aber bitte versprich mir, dass du nichts Idiotisches tust, okay? Ich spüre. Ich krieg das hin, okay? Also ich fand den Sekretärin-Look bei Jessica auch ziemlich scharf. Fehlte nur noch die Brille. Ist doch nur so eine Fantasie, wenn halt so eine streng angezogene Sekretärin ankommt, ihr Haar öffnet. Ich finde, niemand sollte sich verstellen müssen. Hat man gesehen, du hast sie ja auch ganz schön vor ihrem Vater verteidigt. Ja, weil er ein totaler Schwachmat ist. Also ich finde super, dass ihr zu ihrer Legasthenie steht. Und findet Helena das auch so super? Weißt du was? Ich habe keine Lust mehr auf deine Anspielung. Ich gehe jetzt Menschenleben retten. Wenn du Jessica aber weiterhin so nachgaffst, wirst du bald dein eigenes Leben retten müssen. Denn dann macht Helena dich einen Kopf kürzer. Pass mal auf, Brüderchen. Ich liebe Helena. Jessica ist nur eine Ne was? Freundin. Nicht mehr und nicht weniger. So, jetzt Schluss damit. Wenn du Helena verletzt, wirst du dir wünschen, du hättest von Anfang an die Finger von ihr gelassen. Kapiert?
Danke, danke, danke. Ich räume alles brav wieder weg, wenn ich fertig bin. Ich bitte Sie. Das war doch selbstverständlich. Sie sind ein Schatz. Ach, amüsiert sich der feine Herr Justus mal wieder mit jungen Damen? Hatte ich nicht gesagt, dass die Kiste hier raus soll? Warum steht die Kiste immer noch hier? Ansgar von Ladenstein. Dann bringen Sie sie ihm. Und Sie würden mir eine große Freude machen, wenn Sie in Zukunft in ganzen Sätzen sprechen. Linse, Sie haben keine Ahnung, welchem Druck ich ausgesetzt bin. Jeden Tag von denen da oben. Justus hier, Justus da. Hier, für die Nerven. Na los. Ich sage Ihnen, ohne mich würde denen der ganze Laden um die Ohren fliegen. Ich hatte noch nie ein Messer im Hals. Ich habe echt gedacht, der sticht mich ab. Soll ich nicht vielleicht doch Emilio holen? Auf keinen Fall, bitte. Sag ihm ja nicht, dass du mich so gesehen hast. Der macht sich schon genug Sorgen. Ich habe zu ihm gesagt, dass ich eine Lösung habe, aber ich weiß doch auch nicht weiter. Okay. Jammern hat doch jetzt auch keinen Sinn. Dir ist nichts passiert. Du lebst und dir geht's gut. Der Rest ist doch scheißegal. Und das Wichtigste ist, du und Emilio, ihr liebt euch. Und ihr werdet heiraten, das weiß ich. Aber nix aber. Du musst mir nur eins versprechen. Dass du dich nie wieder in so eine Gefahr begibst, okay? Okay. Okay. Und jetzt überlegen wir zusammen, wie es weitergeht. Hey. Das ist ja eine Überraschung. Alles in Ordnung? Ja, ich hab nur Stress und ich suche meinen Pieper. Es tut mir leid, wenn ich zickig war vorhin wegen Jessica. Nee, das ist schon okay. Nein, lass mich. Du hattest absolut recht. Es ist bescheuert, ihr zu sagen, dass ich verstehe, warum sie so ist, wie sie ist. Es war halt nur, als ich ihren Vater jetzt kennengelernt habe, da hat sie mir irgendwie leid getan. Und natürlich weiß ich, dass du nichts von ihr willst. Also, was sagst du? Heute Abend? Nur wir zwei? Tut mir leid, ich hab Doppelschicht. Ich wäre erst weit nach Mitternacht zurück. Schade. Dann ein andermal. Ah, klar. Daniel? Danke. Was verdammt nochmal ist das? Machen Sie mal den Deckel ab. Gottes Willen, das ist die Pyrotechnik für die 800-Jahr-Feier. Pyro, was? Vergessen Sie es, bringen Sie das Zeug hier raus, aber zackig. Und wohin? Das ist mir doch egal, raus damit! Du hast dich deinem Vater gegenüber behauptet und vor deinen Freunden stehst du zu all deinen Schwächen. Du kannst stolz auf dich sein. Hm? Nur schade, dass Papa das nicht so sieht. Herrgott, das Einzige, was deinen Vater vor der Selbsterkenntnis rettet, ist sein schlichter Geist. Und eine Tochter wie dich hat er doch überhaupt nicht verdient. Der Mann hat die emotionale Intelligenz einer halben Banane. Ja, was? Das muss doch mal gesagt werden.
Weißt du, ich wollte einfach immer, dass er stolz auf mich ist. Aber jetzt, wo ich gemerkt habe, dass ich mich für ihn verstellen musste. Bei meinen Freunden, da kann ich genauso sein, wie ich bin. Bei meinem eigenen Vater, dem bin ich total egal. Ich weiß, dass das weh tut. Aber du brauchst ihn nicht. Ja, das habe ich jetzt auch kapiert. Aber ich will nicht, dass wir so auseinandergehen. Wir müssen uns doch wenigstens verabschieden. Du schuldest ihm nichts, Jessica. Ihm vielleicht nicht, aber mir. Scheint so eine Art Zivilisationskrankheit zu sein. Erst machen wir Karriere, um sexy zu sein und dann... Dann? Ja, dann sind wir plötzlich zu gestresst für... Du weißt schon. Wer ist wir? Daniel. Er sagt mir nicht, dass er dich von der Bettkante schubst. Nein, also nicht direkt. Er wird von dem Job aufgefressen. Er ist da, aber irgendwie auch nicht. Weißt du, was ich meine? Du willst mir noch nicht erzählen, dass dir nichts einfällt, um den Doc auf andere Gedanken zu bringen. Vielleicht? Ja, dann los. Wenn du mal eine Nacht als fleischgewordene Männerfantasie verbringst, dann brichst du ja nicht gleich einen Zacken aus deiner feministischen Krone. Was ist? Nichts, ich hatte nur gerade eine Vision. Und wer Vision hat, der sollte zum Arzt gehen. Und zwar mit möglichst Wenig an. Die in Karlsruhe haben letztes Jahr mal so eine externe Drainage gelegt. Vielleicht sollten wir uns mit denen in Verbindung setzen. Ich denke, wir sollten im CT feststellen, ob der frontale Kortex betroffen ist oder nicht. Was denn? Ja, und dann amputieren wir ihm das linke Ohr und dann nähen es ihm an die rechte Arschbacke. Ja, genau so machen wir das. Daniel? Wo bist du eigentlich mit deinen Gedanken? Frauen. Oha. Plural. Was? Na, du hast Frau Wen gesagt. Nein, mir geht's ausschließlich um Jelena. Jelena. Also, soweit ich weiß, heißt deine Freundin Helena. Da ist nur die Frage, wo das herkommt. Mann, ich hab genuschelt. Klar. Da will ich dir mal eins sagen. Wer sich in eine Frau verliebt, der hat ein Problem. Wer sich in zwei Frauen gleichzeitig verliebt, der hat 1000 Probleme. Die Probleme nehmen exponentiell zu und kein Mann der Welt hat das jemals lösen können. Spanische Weisheit? Mallorquinische Lebenserfahrung. Aber extrem wahr. Wir sehen uns dann zur Amputation. Scheiße. Kim. Hi. Du kannst froh sein, dass ich noch lebe. Was? Ja, eben hat mir so eine trampelige Kammerzofe für eine Kiste Feuerwerkskörper in die Suite geschleppt. Ich hätte sie feuern sollen, aber du weißt ja, ich bin so ein guter Mensch. Ja. Zum Glück bist du so ein guter Mensch. Mitfühlend, herzlich, großzügig. Du hast Herzenswarm vergessen. Und weil du das natürlich alles bist, wirst du bestimmt nicht zögern, deinem Töchterchen aus der Klemme zu helfen. Wie viel? Wer sagt denn, dass es um Geld geht? Deine Augen, deine Haltung, eigentlich der ganze Auftritt hier. 5.000. Ein Schnäppchen. Und wofür diesmal? Naja, ich muss doch leben. Atmen, essen reicht nicht. Ja, also... Eigentlich will ich ja spenden. Was du nicht sagst. Ja, als deine Tochter möchte ich charity-mäßig aktiv sein. Und das ist ja auch nur gut für dein Image. Ja, ja, natürlich. Und für welche gute Tat wolltest du mein Geld ausgeben? Tiere.
Ja, so kleine, wuschelige, knuddelige Tierchen mit Knopfaugen. Zum Beispiel Robben. Robben. Ja, als Vegetarierin, da reicht mir das alles nicht mehr. Ich will wirklich mehr tun. Ja, es ist wirklich eine Schande, wie wir Menschen mit den Tieren umgehen. Ja, es ist auch eine Schande, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen. Es soll Töchter geben, die lügen ihrem Vater mitten ins Gesicht. Ich lüge nicht. Und ich zahle nicht. Hier habe ich ja schon ein bisschen Schiss. Klar, er ist dein Vater. Aber wir sind ja da. Da kommt er. Hallo, Papa. Setzen wir uns? Na, Maus, willst du mit dem Ausschnitt den Homo da rumkriegen? Also, ehrlich gesagt hatte ich gehofft, dass wir noch mal reden können. Du willst dich also entschuldigen bei mir für diesen ganzen Kladderadatsch, den du mir vorhin um die Ohren gehauen hast, ja? Also, wenn sich jemand entschuldigen müsste, dann bist es ja wohl du, oder? Ach ja? Wofür? Fragst du das nicht im Ernst? Du hast mich nie gefördert, nie gelobt. Immer nur gesagt, dass ich nichts wert bin und in der Gosse enden werde. Ja. Stimmt ja auch. Los, hier, kann ich mal ein Bier haben? Bin doch nicht gekommen, um Frischluft zu atmen. Ich bin jemand. Ich mache meinen Job. Ich zahle meine Pumps von meinem eigenen Geld. Und ich habe Freunde, die mich so mögen, wie ich bin. Was hast du? Ich hab schlechte Laune. Hör mal, du hast mir erzählt, dass du hier die Chefin von dem Laden bist. Aber auch wenn du ein bisschen blöd bist, weißt du, zum Lügen hab ich dich nicht erzogen. Doch, hast du. Weil ich mich nie getraut habe, ich selbst zu sein. Weil ich immer dachte, dass es nicht gut genug ist. Du kriegst doch nichts auf die Kette. Wie deine Mutter. Mama ist abgehauen, weil sie dich nicht mehr ausgehalten hat. Und deswegen will auch Onkel Justus keinen Kontakt mehr zu dir. Weißt du was? Ich glaube, ich werde mal mit deinem Onkel Karl ein ernsthaftes Wörtchen reden müssen. Der hat dich ja ganz wuschig gemacht mit seinen piekfeinen Manieren. Ja, ist jetzt Justus. Und du wirst ihn gefälligst in Ruhe lassen und mich auch. Hau ab! Ich will dich nie wiedersehen. Reminds me of you. Reminds me of you. Tell me, am I your baby? You misunderstood me. Hallo, Herr Doktor. Bist du der Notfall, zu dem ich gerufen wurde? Was ist denn passiert? Ich habe so ganz diffuse Symptome. Vielleicht untersuchen Sie mich erstmal eingehend. Es ist sehr, sehr verlockend. Aber hier? Seit wann denn so schüchtern? Keine Ahnung. Seit jetzt? Ich wollte dir nur sagen, dass du demnächst im OP gebraucht wirst. Wenn du hier fertig bist. Ich habe nichts gesehen. Sorry, ich
Muss los. Sag mir, dass ich tot bin. Bitte. Kalle, hör mal, du hast gesagt, du kümmerst dich um die Kleine. Und was hast gemacht? Ein Scheißdreck. Wovon sprichst du? Na, wovon spreche ich wohl? Von Jessica. Ich erkenne die ja gar nicht mehr wieder. Die hat ja nur noch eine große Klappe. Die hatte sie schon immer. Wegen der Pyrotechnik. Nicht jetzt. Und wo soll ich... Ich sagte nicht jetzt, kümmern Sie sich um die Kerzen. Na los! Jessica ist völlig in Ordnung, so wie sie ist, im Gegensatz zu dir. Ja, war ja klar, dass du sagst. Aber die haben sie ja schon immer ins Hirn geschissen. Jetzt hör mal zu, du kleiner Versager. Du lässt Jessica ein für alle Mal in Ruhe. Und jetzt schwing deinen haarigen Arsch hier raus, bevor ich in die eigenen dich aufhalte. Kannst du nicht mit mir machen. Ich bin dein Bruder. Nur Mutter und Gott wissen, wie es dazu gekommen ist. Und wenn du jetzt Tschüssikowski sagst, bring ich dich um! Tschüssikowski! Nochmal wegen dem Feuerwerk. Heute ist nicht Silvester, aber Abendessenszeit. Also bitte, husch, husch, die Herrschaften warten auf ihre Suppe. Ich weiß gar nicht, was es da zu designen gibt. Der Bikini ist doch perfekt, so wie er ist. Aber Wet Fantasy wird ihn neu erfinden. Wet Fantasy? Wer hat sich denn den Pornonamen ausgedacht? Und wieder einmal wird uns klar, warum du ein spießiges Bankhaus leitest und kein Modelabel. Also ich bin ja nicht oft Tanjas Meinung, aber den Namen finde ich gelungen. Tanja. Hätte ich mir denken können. Eure Unterwäschelinie, die heißt dann Tanjas Tigertanga, oder wie? Schön, dass es Familie gibt. So unterhaltsam. Kalle, ich hab noch mal nachgedacht. So kannst du nicht mit mir umspringen. Mein Name ist Justus. Du bist Karl-Heinz Stiel. Und selbst wenn du schon mit dem Stock im Arsch zur Welt gekommen bist, so kannst du mich nicht behandeln. So, das reicht. Raus jetzt, du Kleiner! Nicht das Ohr! Mieser, Nicht das Ohr! Dreckiger. Nicht das Ohr! Raus! Tschüssikowski! Oh mein Gott. Alles in Deckung! Justus! Justus! Runter von meiner Frau! Wir fliegen alle in die Luft! Nein, ich werde dir keine 5.000 € für eine Heimkinoanlage leihen. Was ist das denn für eine schwachsinnige Idee? Ja, du bist doch meine Schwester. Und ja, du kennst meinen Mini-Fernseher. Also seit du rausgefunden hast, dass Ansgar dein Vater ist, hast du wirklich eine komische Vorstellung vom Leben. Der ist genauso geizig wie du. Du bist ja völlig durchgedreht, Fräulein. Habt ihr Streit? Nein. Wir müssen uns beeilen, der Film fängt gleich an. Ja. Willst du doch nicht mitkommen? Nein, danke. Tschüss. Ja, tschüss. Na? Sah so aus, als war das nichts, wa? Wir sind solche Geizhälse. Alles, was wir noch haben, sind 250 €. Also ich bin auch in dem Miesen, das hilft uns auch nichts. Sehen wir den Tatsachen mal ins Auge. Wir können die Kohle nicht auftreiben. Wir fliegen nicht nach Venezuela. Emilio wird früher oder später abgeschoben. Das war's. Nichts geht mehr. Das ist es. Was? Na, nichts geht mehr. Rien ne va plus. Du meinst Glücksspiel? Na klar. Ich meine, wir haben doch nichts mehr zu verlieren, oder? Na? Was soll denn das werden? Es ist 7. Sie haben doch gesagt, ich soll um 7 hier sein. Nein. Ich habe Ihre Zwillingsschwester hergebeten, die mit dem Hauch von Stilempfinden und die nett anzusehen ist für unsere Kunden. 6 Sels. Oh Gott, Jessica. Oh, Sie müssen es ja wissen. Also, wenn Sie über einen Karrierewechsel nachdenken, mir würde da spontan was einfallen. Ich möchte mir selbst nichts mehr vormachen. Und man fängt am besten damit an, indem man anderen nichts mehr vormacht. Stand das in einem Glückskeks? Wenn Ihnen das nicht passt, dann feuern Sie mich doch. Da hätte ich auch große Lust zu. Falls Sie noch einen Grund brauchen, ich sehe nicht nur Ihrer Meinung nach total scheiße aus, sondern ich kann auch noch kaum lesen und schreiben. Im Ernst? Ja. Los, feuern Sie mich schon. Nein, wieso? Wie, wieso?
Wenn Sie Ihren Job bis jetzt gemacht haben, ohne aufzufliegen, können Sie nicht ganz so blöd sein, wie ich dachte. Das heißt, ich kann bleiben. Nicht jede Geschäftsführerin hat eine legasthenische Bordsteinschwalbe als Assistentin. Ich war immer schon für das Besondere zu haben. Also Sie behalten mich? Das sieht so aus, ja. Sie sind echt eine Freundin. Jessica. Gehen Sie. Bevor ich es mir anders überlege. Oh mein Gott. Es ist eine Katastrophe. Wie konnte das passieren? Mir ist ein Leuchter in die Kiste mit den Feuerwerkskörpern gefallen. Es tut mir so leid. Sie haben das doch nicht mit Absicht gemacht. Nein, aber das ist doch einfach unverzeihlich. Allerdings. Niemand wurde verletzt, das ist doch die Hauptsache. Dann höre ich nicht richtig hier? Die Köchin versucht uns zu vergiften, der Butler sprengt das ganze Schloss in die Luft und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch hier mit den Plebs zu verbünden? Na Gott, wir können nicht eine Familie sein. Hey, so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Und ich wette mit dir, Ricardo hat's bestimmt. Wag es nicht. Hey. 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 Wie geht's? Ja, ich würde sagen, heute war ein großer Tag im Leben der Jessica Stiel. Kommst du? Klar. Vielleicht kümmerst du dich ja jetzt mal um deine Lieblingspatientin. Bist du sicher, dass es so eine gute Idee war? Nee. Aber wir haben auch keine bessere. Jetzt hilft nur noch beten. Okay, Gentlemen. Ihr wollt spielen? Also los. The wind is a whipping through the open door, speaking of the sea and the rolling waves. Maybe there's a ship at the bottom now. We're struggling on the surface with a crowd for help. Wish I could forget and let the years go by. Wish I could escape from my dreams of you. 20 years ago was a howling storm as the boys of a god from a great beyond. I was standing on the shore as the sky grew dark. Jawohl! And I hate on my heart. Wish I could forget and let the years go by. Wish I could escape from my dreams of you. Justus, hatten wir Sie gerufen? Ich wollte Ihnen zuvorkommen. Womit? Womit wohl mit seiner Kündigung? Bevor wir ihn rausschmeißen. Schmeißen wir ihn raus? In der Halle sieht's aus wie nach einem Erdbeben. Und ich bin bereit, die Konsequenzen zu tragen, bitte, Graf. Also, das sehe ich anders. Sagen Sie mal, Justus. Moment. Hast du diesen Pyromanen etwa weiter zündeln lassen? Das ist ja lebensgefährlich. Es war ein Unfall. Ein Unfall, bei dem eine jahrhundertealte Halle in die Luft gejagt wurde, samt Mobiliar. Dabei wurden Werte vernichtet. Und ich meine nicht nur materielle, sondern auch ideelle.
Also ich finde, in der Halle sah es immer aus wie in einem Museum. Und dass die olle Rüstung hinüber ist, darüber bin ich eigentlich ganz froh. Sagen Sie mal, trauen Sie sich zu, neben Ihrem Job die Renovierungsarbeiten zu überwachen? Graf, natürlich. Sie können sich zu 100% auf mich verlassen. Und wenn Sie mir eine Bemerkung gestatten, Graf Ansgar. Das da vorhin war nicht nur Ihr Zuhause, das in Flammen aufging, sondern auch meins. Wie viel hast du? 3.500, aber das reicht nicht. Dann kommt es jetzt drauf an, ne? Sag mal. Jetzt verziehen. Ding dong. To